Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier auf unserem Kanal. Wir fahren heute gemeinsam mit euch Schwedens Wildmarkswägen. Los geht's, viel Spaß! Der Wildmarkswägen, der startet in Strömsund. Das ist eine kleine Gemeinde nördlich von Östersund. Und der führt einmal Richtung norwegische Grenze nach Westen, dann ein ganzes Stück durch den Fjell nach Norden und wieder zurück, ist sozusagen ein Rundweg. Und es gibt einige Highlights entlang der Strecke. Wir freuen uns schon sehr drauf. Wir waren schon oft in Schweden, haben den Wildmarkswägen aber bisher noch nie befahren und sind super gespannt auf die Strecke und auf die ganzen Highlights. Im Augenblick hält das Wetter, es hat die letzten Tage super viel geregnet. Die Flüsse sind voll in Südnorwegen und auch hier in Teilen von Schweden gab es Hochwasser und Überschwemmungen. Mal schauen, wie das jetzt hier am Wildmarkswägen ist, aber wir freuen uns auf jeden Fall richtig. Was man auf jeden Fall schon mal sagen kann, wir haben einmal hier am Straßenrand geparkt und hier ist eine Runde gelaufen und es war alles voller Elchlosung, das war richtig krank, alles voll. Und ja, schauen wir mal, vielleicht haben wir Glück und sehen noch mal einen. Wir haben gelesen, dass hier die höchste Bärendichte in ganz Schweden sein soll, also Braunbären. Ja, also gut, wir schlafen jetzt nicht draußen, also wir haben es zumindest jetzt nicht vor. Und im Auto ist man ja sicher. Und ja, vielleicht sieht man sogar einen Bär, wer weiß. Mal gucken. Die weltberühmte und malerische Wildnisstraße, auf Schwedisch Wildmarkswägen, ist die höchstgelegene Asphaltstraße Schwedens. Sie führt über eine 500 Kilometer lange, majestätische Route durch die außergewöhnlich wilde Naturlandschaft Nordschwedens. Die Strecke verläuft durch eine atemberaubende Natur mit ihren beeindruckenden Berglandschaften, den weitläufigen Ebenen, unberührten Seen, Wasserfällen und einer Vielzahl von Wildtieren. An seinem höchsten Punkt liegt der Wildmarkswegen 867 Meter über dem Meeresspiegel. Die Straße verläuft von Strömsund im nördlichen Jämtland über Gäddede nach Vilhelmina im südlichen Lappland und mündet bei Dorothea in die E45. Der berühmteste Abschnitt der Strecke verläuft quer über das Stekenjokk-Plateau, ein samisches Gebiet, in dem Rentiere grasen und seltene Vogelarten leben. Gut zu wissen ist, dass dieser Abschnitt der Route aufgrund der großen Schneemengen im Winter nur vom 6. Juni bis zum 15. Oktober befahrbar ist. Unsere erste Nacht am Wildmarkswägen war echt ein Traum. Wir haben extrem ruhig geschlafen. Hinter uns ist ein Fluss, so ein kleiner Verbindungsfluss zwischen zwei größeren Seen. Es hat leider immer wieder geregnet und der Platz ist auch ziemlich matschig jetzt. Wir packen gerade alles zusammen und fahren weiter. Es ist nicht so, dass es jetzt Dauerregen ist, sondern so wechselhaft, halt so ein Sonne-Wolken-Mix. Heftige und häufige Wetterwechsel, aber ja, es ist halt so im Norden. Dafür hat man schöne Natur und mal gucken, was wir davon heute noch haben. Tschüss, du schöner Platz. Tschüss. Du schöner Platz. So, ich war jetzt mit Hedwig schon mal gucken. Es ist komplett der Wahnsinn. Da gibt es einen kleinen Wasserfall zu sehen gleich. Aber das Wetter ist auch gerade erbarmungslos. Es regnet, Sonne,
Wolken im Wechsel. Jetzt regnet es gerade wieder heftig, deswegen warten wir noch mal im Auto, bis es wieder besser ist. Ja. Kleine Stärkung zwischendurch und dann geht's los. Die hat wieder ihr Cape an und die Mädels natürlich auch. Es regnet nämlich immer noch. Ja. Lass mich mal was erzählen. Leute, wir sind am Hellingsohr-Fallet. Ein Wasserfall, der gehört zu Schwedens höchsten Wasserfällen. Ich glaube, ein paar 40 Meter oder sowas. Chrissy war eben schon mal sondieren mit Hedi und hat sie einmal pullern lassen. Und hat gesagt, es wäre richtig geisteskrank. Jetzt sind wir natürlich gespannt. Wir haben im Bus gesessen und wollten warten, dass das schlechte Wetter ein bisschen nachlässt. Aber ich glaube, wir haben festgestellt, das Wetter ist autonom hier. Ich denke, da warten wir lange. Denn es soll eigentlich gar nicht regnen. Und deswegen gehen wir jetzt einfach mit Friesennerz da trotzdem hin und gucken uns mal an, was die schwedische Natur jetzt hier so raushaut. Ui. Das ist natürlich so richtiges regnerisches Wetter und der Wasserfall, da kommt so viel Wasser durch, das ist der Wahnsinn. Gestört. Das ist gestört. Die Kleine hat schon total Angst. Aber es ist auch wirklich unfassbar. Wenn man da runter guckt, dann weiß man, würde man da abstürzen, man wäre safe tot. Man wäre safe tot. Das ist so gestört. Das ist einfach nur so eine Holzbrücke, wenn das hier einreißt. Also ich gehe wieder rüber. Das okay. So, das Wetter ist gnadenlos. Und, lohnt sich's? Nee. War jetzt nichts mehr extra? Nee, es ist halt ein schöner Platz am Fluss, der erschlossen ist mit so einer typischen Hütte und einer Feuerstelle, aber nichts, was jetzt einzigartig wäre hier im Jämtland am Wildmarksfeld. Hier sieht es eigentlich überall so aus. Aber der Wasserfall? Ja, der war krank. Der war krank. Ja. Das war geistesgestört, muss man sagen. Der ist wahrscheinlich auch so kräftig, weil es hier so viel geregnet hat, ne? Ja, schon. Aber das sind so norwegische Verhältnisse, muss man sagen. Heftig. Ja.
So, wir sind auf dem Weg zu den Broker Fallet. Also weiß nicht, ob das so ausgesprochen wird, aber das scheint auch ein kleiner Wasserfall zu sein hier auf dem Bildmarkswegen. Vor uns hat es hier gerade ein Tourist entschärft, der hatte nur Turnschuhe an und durch den Regen ist das relativ glatt hier. Naja, aber eigentlich geht's, ne? Man muss schon ein bisschen aufpassen. So, dann schauen wir mal, wie es hier aussieht. Es ist wirklich relativ glatt. Ich habe auch meine besten Wanderlatschen an. Aber das würde ich jetzt nicht machen, wenn das irgendein Berg wäre oder so. Das ist ja teilweise auch gefährlich. So, hier ist der Boden wie Schmierseife. Hedwig hat auch ein bisschen Angst. So, dann noch die Brücke hier. Erinnert ein bisschen an Griechenland. Oh, aber alles gut. Es wird auf jeden Fall lauter. Wir sind sehr gespannt. So, es wird wieder lauter. Aber ich bin gespannt. Ich bin gespannt, wie es aussieht. Wow. So, jetzt ist es hier doch eine richtige Wanderung geworden. Ja, macht aber richtig Spaß. Ich hätte es nicht gedacht, aber macht trotzdem richtig Spaß. Und hier sieht man jetzt wieder die begehrten Moltebeeren in Schweden. Da sind sie. Gleich mal eine probieren. Ja, sehr schön. Schmecken richtig gut. Wer in Schweden ist, sollte die auf jeden Fall mal probieren. Richtig gut. Oh, Mädels, was habt ihr hier? Oh, die haben wir noch gar nicht gefunden dieses Jahr. Zeig mal die Ernte. Oh, Hedwig, ich will alles auffressen. Legst du mich mal rein? Wow. So. Und das hier habe ich auch noch gefunden. Oh, wir haben noch mal richtig viele gefunden. Und hier stehen auch noch mal welche. Der Wahnsinn, ey. Der Wahnsinn. Hier. Und die Wurzeln sind halt richtig und dann so die hinfallen. Ich habe darauf geachtet, dass ich jetzt finden kann. Sehr gut. Ui. Und das nächste Nest wurde gefunden.
Unfassbar. Also wir sind jetzt gerade wieder auf dem Rückweg, haben wieder Pfifferlinge gefunden. Das ist eine richtig schöne Wanderung. Also es waren jetzt 2-3 Kilometer, irgend sowas würde ich mal schätzen oder noch nicht mal. Und der Parkplatz ist voller Autos und hier oben ist aber niemand, kein einziger. Also richtig krass, umso besser für uns. Wir haben jetzt einen Korb voller Pilze, voller Pfifferlinge und voller Moltebeeren und es war richtig cool hier. Du hast ja gesagt, ein Hundekot wollte. Ja, wir hatten jetzt nichts anderes. Wir haben ein Auto und einen Korb, aber wir haben ja gar nicht damit gerechnet. Also richtig top hier. Macht Spaß. So, hier gibt es auch wieder mal Elchlosung. Also die Natur hier, die ist schon richtig beeindruckend. Es macht richtig Spaß hier. Ui. Oh. Oh. Hier ist es schwierig. Oh. So, jetzt geht's wieder. Schaut euch den mal an. Aber den nehme ich jetzt mal nicht mit. Der, denke ich mal, die sind meistens vermadet hier, die Steinpilze. Krass. So, wir sind wieder am Bus. Man freut sich natürlich bei dem Wetter, dann sich wieder in den warmen Bus setzen zu können und trocken zu werden. Aber es war eine richtig schöne Wanderung. Stimmt's, Hedwig? Hedwig? Ja. Hey, hopp, rein. Und weiter geht's. Die nächste Destination ist der Gauster Fallet. Mal sehen, wie es so ist. Die Mädels wollen sich noch ein bisschen ausruhen und noch trocknen. Deswegen gehe ich mal alleine hin und mal schauen, was es da zu sehen gibt. Wir sind jetzt in Fat No Macke angekommen, so heißt das hier, und das ist wohl so ein altes samisches Dorf und das schauen wir uns mal an. Fat No Macke ist der Name eines von insgesamt 70 Kirchdörfern, die es in Schweden gab und von denen heute nur noch 16 in größerem Umfang erhalten sind. Der Ort diente als religiöser und spiritueller Platz samischer Rentierzüchter. Bereits vor der ersten Besiedlung durch Schweden im Rahmen der Kolonisierung Lapplands war der Platz ein Treffpunkt der Samen, die ihre Tiere über die Sommermonate im nahegelegenen Fjäll grasen ließen.
Im Jahr 1781 entstand schließlich eine erste Kapelle am Ort. Die dort abgehaltenen Kirchfeste wurden zuerst nur von Samen besucht. Nach und nach entstanden Karten und Häuser um die Kapelle herum, in denen sich die Samen während der Kirchfeste aufhalten konnten. Ab 1820 besiedelten schließlich auch Nichtsamen den Ort und wurden sesshaft. Es entwickelte sich ein reger Kulturaustausch zwischen Siedlern und Samen. Heute finden nur noch wenige Veranstaltungen in Fatmumake statt. Die meiste Zeit des Jahres steht das Kirchdorf als Kulturdenkmal und Freilichtmuseum für Besucher aus aller Welt offen. So, wir sind jetzt hier in so ein samisches Häuschen gegangen und ich glaube, man könnte sich hier ein Feuerchen machen, sich hinsetzen, ein Feuer machen. Das wäre bestimmt richtig gemütlich auch hier. Also hier liegt Feuer, Streichhölzer. Schön, echt schön hier. Aber wir gehen mal weiter. Also da ist auch eine Matratze, also hier könnte man wahrscheinlich auch schlafen drin. Ach, richtig cool, ja. Richtig cool. So, ich denke mal, wir haben unseren Schlafplatz für heute gefunden.
Das ist richtig schön hier an einem kleinen Fluss. Hier ist eine kleine Stauung. Hier kann man auch überall angeln, stehen überall die Angelinformationen. Und da kann man sich hier so eine übers Internet ganz bequem hier so eine Tageskarte kaufen. Das ist richtig cool. Und ja, das machen wir jetzt mal und gucken mal, ob wir was fangen können. Schauen wir mal. Also das ist hier ein Forellen, Saibling und Quappengewässer. Und oh, ist das schön hier. Und wir gucken mal. Was es hier gibt. Guten Morgen am Tag 4 hier von Schwedens Wildnisweg. Wir sind ja den Weg von Süden nach Norden gefahren und wollen auch noch weiter in Richtung Norden. Und jetzt hier auf dem letzten Stück, der sozusagen aus dem Fjell wieder zurück ja, ins Tal führt, gibt es eine schöne, etwa 30 Kilometer lange Angelstrecke. Die Angelerlaubnis kostet pro Tag 80 Kronen. Das sind umgerechnet so ungefähr 8 Euro. 8 bis 9 Euro kommt noch, glaube ich, eine kleine Gebühr oben drauf, wenn man mit PayPal bezahlt. Und wir haben hier eine sehr ruhige Nacht gehabt, obwohl wir nah an der Straße standen. Fahren hier ganz wenige Autos bloß. Am Morgen jetzt ging es ein bisschen los, aber es war absolut auszuhalten. Der Chrissy hat schon ein paar Würfe gemacht. Mal gucken, ob wir uns noch ein Mittagessen zusammen angeln können heute hier auf dem Abschnitt, für den unsere Karte gilt. Und ansonsten fahren wir heute wieder ein Stück weiter. Vielleicht verlassen wir den Wildmarkswägen sogar auch schon. Mal gucken, was der Tag bringt, wie das Wetter wird. Es war jetzt sehr durchwachsen, hat viel geregnet. Wenn es jetzt ein bisschen beständiger bleibt, dann könnte ich mir jetzt schon vorstellen, dass wir noch einen Tag bleiben. So, wir sind jetzt noch mal zu einem neuen Spot gefahren und hier hatten wir jetzt übelst Glück. Wir haben 2 Forellen fangen können, die wir jetzt auf jeden Fall zum Mittagessen werden. Aber der Platz, der ist so krass zum Angeln, das müsst ihr euch mal angucken. Unser Fazit zum Wildmarkswegen kann nicht positiver sein. Das Wetter hat dem Namen alle Ehre gemacht, denn es war wild und nass, aber unfassbar schön.
Wir haben einsame Stellplätze gefunden und die Schönheit Nordschwedens in vollen Zügen genossen. Allein schon wegen der guten Zugänglichkeit der meisten Highlights entlang der Strecke ist deswegen der Vildmarkswegen für uns eine absolute Empfehlung. So, was machst du da Schönes? Ich stricke ein Pullover für unsere Kleine. Oh, sehr schön. Ja, das Wetter war nicht so gut und da musste man sich irgendwie drin beschäftigen. Und da habe ich jetzt ein neues Strickprojekt angefangen. Wow. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr auch gerne mal was strickt oder ob ihr Team Häkeln seid oder ob Handarbeit gar nicht euer Ding ist. Das würde mich mal sehr interessieren, was ihr so macht. So, wir fahren jetzt weiter hier auf den Vildmarkswegen. Ich glaube, viel schöner kann das gar nicht mehr werden, als es hier ist. Denk mal bloß noch anders schön. Wir haben den Weg fast geschafft. Also wir sind jetzt schon ziemlich am Ende des Vildmarkswegen angekommen. Wir sind ja von Süden nach Norden gefahren und jetzt machen wir das letzte Stück. Dann geht es für uns weiter nach ganz hoch in den Norden. Wir wollen zum Abisko-Nationalpark und nach Kiruna und da freuen wir uns auch schon drauf, weil bis dahin haben wir es bisher noch nie geschafft. Wir hoffen, euch hat es gefallen. Wir fanden den Vildmarkswegen absolut spitze. Hier war relativ wenig los. Wir standen überall allein. Die Natur ist sagenhaft und sensationell. Und ich hoffe, ihr schaltet nächste Woche wieder ein. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert gerne unseren Kanal. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.